Hallo. Guten Morgen. Ich bin richtig gespannt auf die nächste halbe Stunde, um Einblick in deine Arbeit zu bekommen und zu verstehen, wie du aufs Thema digitale Souveränität schaust. Ja, Aber lass uns am besten mit einer kleinen Vorstellung anfangen. okay. Dein Spitzname ist Honkhase. Du bist Ja. Principal bei High Solutions, Gründer von der AG Kritis und Mhm. ziemlich aktiv bei LinkedIn. Wer bist du? Was treibt dich an? Ja, mein Name ist Hase. Ja, wer bin ich? Was treibt mich an? Ich bin jemand, der Informatik studiert hat und eben auch Ingenieur ist und habe mich viel also seit 30 Jahren beruflich auch mit kritischen Infrastrukturen befasst. Ich bin vor einigen Jahrzehnten in den Chaos Computer Club eingetreten und habe mich da auch mit vielen Dingen befasst. Und insofern ja, sind diese Themen kritische Infrastrukturen, aber auch sowas wie Hackback, also invasive Eingriffe in fremde IT-Systeme, Ethik, Hybrid Warfare, Cyberresilienz, defensive Cybersicherheitsstrategien, aber auch digitaler Katastrophenschutz, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz allgemein, Themen, die mich umtreiben. Ich bin inzwischen auch teilweise tätig für die Bundesregierung als Sachverständiger, für die Bundesländer öfter auch in Fragen Cybersicherheit und Katastrophenschutz und auch Experte für die European Research Executive Agency. Insofern versuche ich, die Lage an diesen Stellen immer zu verbessern. Das ist, glaube ich, so am besten, wie man mich beschreibt. Sehr cool. Wenn wir einmal in deine Kindheit oder vielleicht Jugend gehen, wie kommt die Leidenschaft für Informationssicherheit? Wie kam es dazu, dass du diese tolle Karriere jetzt gestartet hast? Also eigentlich steckte das schon immer tief in mir. Mit 6 Jahren habe ich dann endlich einen C64 bekommen, nachdem ich meine Mutter sehr hart und sehr lang genervt habe. Und habe dann an dem Gerät rumgefuchtelt. Klar, erstmal waren es Spiele, die fand ich toll, aber das war sehr schnell langweilig und dann fand ich viel interessanter, wie man Spielstände manipuliert oder dezentrale Sicherheitskopien erzeugen kann, weil man eben die Umgehungstechniken gelernt hat. Und als ich dann paar Jahre später einen ersten IBM-PC bekommen habe, war viel interessanter auch, dass man beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm Werte irgendwo eingibt, Formeln irgendwo eingibt und dann berechnet der den ganzen Krempel vollautomatisch. Das fand ich total beeindruckend. Und als ich dann ein zweites Gerät mir irgendwann leisten konnte und auch eine Verkabelung hatte, habe ich immer gesagt, irgendwie viel interessanter ist, wie die Daten von A nach B fließen und wie man absichert, dass es nicht passiert und wie kann ich auf das andere Gerät zugreifen. Und es war schon immer diese Motivation, hinter die Fassade zu gucken. Ja, und dann hat der Zufall dafür gesorgt, dass ich quasi auch studieren konnte und auch in den kritischen Infrastrukturen arbeiten konnte und ja, habe mich dann in dem Themenfeld sehr schnell etabliert und auch viel Spaß gehabt und auch immer links und rechts am Wegesrand geguckt zu ethischen Fragestellungen, zu Verantwortung, weil ich auch früh verstanden und erklärt bekommen habe durch den CCC oder auch durch meine Studiengänge und so, wie viel Verantwortung dahinter steckt. Und die versuche ich halt wahrzunehmen. Super. Deine erste Rolle war bei der SRC. Wie sah die Welt damals aus? Wie sah deine Rolle aus? Ich bin da hingekommen, um Kreditkartensicherheit zu machen. Insofern habe ich da auch fast 2 Jahrzehnte Kreditkartensicherheit weltweit gemacht. Ich bin also von Kanada, USA, Europa, Israel, Sibirien, Kasachstan einmal querfeldein und habe Kreditkartensicherheit in allen Branchen gemacht. Also es ging nicht nur um die Finanzindustrie, sondern beispielsweise die Aviation-Industrie, große Rechenzentren, die Follow-the-Sun-Prinzip auf allen Kontinenten betreiben. Ich habe viele Großkonzerne beraten und geprüft, aber auch viele kleinere Händler, Geldautomaten, Point-of-Sale-Terminals, die bei Händlern sind, wo man die Karte reinsteckt, all diese Dinge. Und da habe ich natürlich tief Einblick in Prozesse, Abläufe, Strukturen, aber auch Sicherheitsmaßnahmen, Risikomanagement, Fraudmanagement bekommen und auch unterschiedliche Kulturen und Denkweisen der unterschiedlichen Nationen kennengelernt, was natürlich ein schönes, breites Bild, aber auch ein sehr tiefes Bild dargestellt hat. Spannend, spannend. Und ich bin ja erst seit einem Jahr ungefähr in der Cyber-Security-Industrie tätig. Du natürlich schon viel länger. Digitale Souveränität ist das
Wort der Stunde sozusagen. Alle sprechen drüber. Wie sah die Welt damals aus? War das damals schon ein Thema? Was hat sich verändert seitdem? Wie war die Situation in deinen Anfängen? Ja, digitale Souveränität ist eigentlich immer ein Thema, mal mehr, mal weniger. Es wurde vielleicht anders genannt, aber ich mache das ja jetzt fast 3 Jahrzehnte und es war immer die Frage, wie viel Dienstleister brauche ich, wie viel mache ich selbst, wie viel gebe ich aus der Hand, wie viel kontrolliere ich, wie mache ich eine Due Diligence, wie mache ich eine ja, Provider-Steuerung oder Dienstleistersteuerung, was kann ich outsourcen und was nicht. Insofern waren diese Fragestellungen immer relevant und auch die allerersten Analysen, ob jemand kritische Dienstprozesse in eine Cloud überführt beispielsweise, da haben wir halt die Bewertung gemacht und gesagt, puh, also deren Verfügbarkeit ist sehr überschaubar und man macht sich voll abhängig und wenn es eben nicht mehr tut, ist es weg. Dasselbe galt aber auch dafür, dass man Dinge in einen externen Rechenzentrumsdienstleister auslagert. Da hat man eben schon die Verantwortung und Kontrolle über das Blech und über die Speicherung der Daten rausgegeben. Und so hat sich das eigentlich durch die Bank weg immer dahin gezogen, wurde natürlich nicht so vehement wie jetzt diskutiert, aber naja, es war halt so schön, die Hardware aus der Hand zu geben und das extern günstiger zu betreiben. Dann kam ja mit Cloud sozusagen auch die Applikationen und die Verarbeitung der Daten aus der Hand zu geben und zu sagen, naja, das kann man da schneller, günstiger, besser. Günstiger ist dann vermeintlich am Anfang, später wird's teurer. Und mit KI kommt jetzt auch, naja, dann geben wir die Daten aus der Hand und dann haben wir die Hardware, die Applikationen und die Verarbeitung der Daten und jetzt auch die Daten selbst aus der Hand gegeben. Und so langsam dämmert den Leuten, das ist vielleicht ein bisschen sehr viel Abhängigkeit und kompletter Kontrollverlust. Das passiert inzwischen nicht nur in einzelnen Unternehmen, sondern auch in ganzen Regierungen oder Nationen. Das ist natürlich ein Problem, was jetzt so langsam den Leuten auch bewusst wird und es eher diskutiert wird. Was denkst du, hätte man damals anders machen können oder müssen? Oder war es damals einfach, wie du beschrieben hast, man hat mit dem damaligen Wissen gehandelt und das Beste aus der Situation gemacht und das Bewusstsein war einfach ein anderes? Naja, also was man hätte machen können, ist natürlich, wenn man sowas wie eine Externalisierung macht, ein Outsourcing, dass man, also beispielsweise jetzt bei Cloud, ja, wenn ich Analysen gemacht habe, habe ich gesagt, okay, wir brauchen eine Exit-Strategie. Wie geht man damit um, sich unabhängig zu machen oder sogar Multi-Cloud redundant zu sein, von einer zur anderen wechseln zu können, wenn da was nicht läuft oder kaputt geht oder problematisch ist. Viele haben gesagt, nee, wir haben ja diese On-Prem-Umgebung und dann machen wir noch Cloud und das ist Federated Service, binden wir aneinander und dann ist schön. Was du da willst, ist super teuer. Wir werden unflexibel, weil wir die nativen Dienste der Cloud nicht so intensiv nutzen können. Und außerdem, wir gehen doch gerade erst in die Cloud und du redest schon von Exit-Strategie. Was soll das? Ich sage, naja, also so macht man halt Outsourcing, ne, wenn man es richtig macht. Insofern müssen wir da gucken. Dann wurde halt gesagt, puh, das ist total teuer und der Business Case rechnet sich eigentlich gar nicht mehr so richtig, wenn du das machst. Also die großen Ziele erreichen wir damit gar nicht. Das ist ja doof. Lass mal den Teil streichen. Wir machen keine Exit-Strategie. Da denken wir halt in ein paar Jahren drüber nach. Und so wurde halt diese Anköderung, die die großen Tech-Konzerne aus den USA halt gemacht haben, zu sagen, komm doch günstig hier rein. Wir haben auch massiv geworben dafür. Ja, die haben funktioniert und man hat angebissen weltweit, auch Regierungen. Und was Regierungen oder die Europäische Union macht, kann ja nicht verkehrt sein. Dann kann man auch mitmachen. Die anderen machen es doch auch. Und so hat man halt quasi die ganze Welt dahin gezogen und über so Vendor-Lock-in-Mechanismen auch reingebunden, so dass man eben nicht flexibel wechseln kann. Und viele stecken jetzt halt da drin fest und sagen, wenn wir da raus wollen würden, dann kostet das sehr viel Geld, sehr viel Aufwand. Wir können ja irgendwie noch weitermachen. Es wird zwar teurer und abhängiger, aber naja, also irgendwie geht's noch und reden sich das halt schön. Das heißt, es wurde eher kurzfristig gedacht und dann kurzfristigen Profit und Umsatz und dann Probleme wurden nicht gesehen oder in die Zukunft geschoben. War die AG Kritis so ein bisschen eine Antwort von dir auf diese Situation? Vielleicht magst du einmal erzählen, was die AG Kritis überhaupt macht und dann wie
wie die Mission ist und warum ihr die AG Kritis damals, ich glaube 2018, wenn ich mich richtig erinnere, ins Leben gerufen habt. Ja, die AG Kritis ist eine vollständig unabhängig von Staat und Wirtschaft ins Leben gerufene Interessensgemeinschaft. Wir sind weder Verein, Verband, noch haben wir ein Konto oder sowas. Wir sind wirklich, ja, wir haben uns zusammengetan, weil wir alle in kritischen Infrastrukturen in irgendeiner Form tätig sind oder befasst sind damit und haben gesagt, das muss man unabhängig irgendwie verbessern durch Gesetzeslagen, durch Behebung der Defizite im Katastrophenschutz, aber auch in der Verfügbarkeit. Und wir haben als einziges Ziel uns gesetzt, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Und das versuchen wir eben mit unserer Expertise anzugehen, mit der Unabhängigkeit anzugehen. Und das führt eben dazu, dass wir durchaus gehört werden. Das heißt nicht immer, dass alles sofort geändert wird, aber wir versuchen diesen Beitrag zu leisten und auch in verschiedenen Gesetzgebungen, Rechtsdurchsetzungen oder Defiziten Lösungsansätze zu zeigen, die auch gangbar sind. Ja, ein super aktuelles Thema gerade. Wir sprechen am 8. Januar im Kontext Berlin und Stromausfall. Das Genau. heißt, da gibt es auf jeden Fall noch einiges vor uns und vor euch. Wie zufrieden bist du A mit eurer Arbeit und B mit der Reaktion des Umfelds? Also was hat sich seitdem getan, seitdem ihr die AG Kritis gegründet habt? Also es hat sich schon viel verbessert. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ziel. Man müsste noch viele, viele Dinge verbessern, aber wie immer ist Verbesserung auch eine Zeitfrage, eine Realisierungsfrage, Erfahrungsfrage. Wer die Erfahrung einer Katastrophe noch nicht mitgemacht hat, mag das noch nicht so ganz realisieren. Der politische Wille oder auch der politische Druck ist oftmals nicht da, weil there's no glory in prevention. Ja, Prävention ist nicht sexy. Damit kriegt man keine Wählerstimmen und auch nicht viel Gehör, außer es passiert was, dann kann man das fordern. Aber eine Woche oder zwei später redet eigentlich auch keiner mehr davon. Und insofern versuchen wir das kontinuierlich aufrechtzuerhalten und zu verbessern und voranzutreiben. Und ja, es wird immer besser und wir machen auch weiter, weil wir eben auch die Hoffnung noch nicht verloren haben, weil wir einfach auch sehen, dass es funktioniert und weil wir auch sehr viel Zuspruch bekommen, dass die Aussagen, die wir treffen, die Empfehlungen, die wir machen, sehr, sehr gut sind, hilfreich sind, pragmatisch sind. Und deswegen kontaktieren uns auch eben viele Gesetzgeber, EntscheiderInnen, verantwortliche PolitikerInnen und besprechen diese Dinge mit uns. Oder wir werden eben als Sachverständige auf all den Ebenen, ne, Europa, Bund oder auch Bundesländer, angefragt und helfen dann eben auch mit Wissen, Erfahrung oder Verknüpfung mit den richtigen Leuten. Cool. Wenn du an die nächsten 5 bis 7 Jahre denkst, was sind deine Wünsche? Was muss sich geändert haben? Was muss passieren, dass du damit zufrieden bist? Also ganz konkret für kritische Infrastrukturen würde ich mir wünschen, dass das Kritis-Dachgesetz erheblich verbessert wird. Das ist wirklich ein sehr desolater Gesetzesentwurfszustand aktuell. Unsere Stellungnahme dazu, die auf der Webseite der AG Kritis einsehbar ist. Ich war ja auch als Sachverständiger in der Anhörung mit dabei. Da haben wir sehr deutlich formuliert, was die ganzen Defizite sind, die da dringend weg müssen. Und die müssen auch da weg. Das wäre sehr schön, wenn das funktioniert. Und bei der digitalen Souveränitätsdebatte würde ich mir wünschen, dass die einen nicht sagen, das wäre ideologiegetrieben und das ist doch alles nicht notwendig. Und die anderen nicht sagen, wir müssen jetzt total Autarkie ausrufen und komplett eigenständig sein. Wie immer ist es irgendwas dazwischen sinnvoll wäre, wenn wir eine digitale Souveränität in der Form hinbekommen, dass wir eine Entscheidungsvielfalt haben. Und diese Entscheidungsvielfalt geht nur durch Wettbewerb, und zwar gesunden Wettbewerb innerhalb der EU wie auch außerhalb, und dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen vernünftig sind und eingehalten werden. Und das heißt, dass wir zum einen diesen Wettbewerb fördern innerhalb der EU, aber zum anderen eben auch diese Tech-Konzern-Plattformen, die sich ja immer als Intermediär oder Plattform ausgeben, die eigentlich Medien sind, halt auch wie Medien gesetzlich regulieren, so dass wir dann auch in die Lage versetzt werden, diese übermächtigen
US-Oligarchen einzudämmen und das Ganze auch wieder in ein Selbstkorrektiv des Wettbewerbs und der Meinungsfreiheit und Vielfalt und eben nicht dieser Manipulation der Informationsströme irgendwie bilden. Denn die größten Tech-Konzerne, also die GAFAM, die üblichen, sind diejenigen, die eigentlich in Deutschland beispielsweise fast weit über 95% Traffic ausmachen. Und damit ist bei Google, bei Amazon, bei Apple, bei Meta und bei Microsoft im Wesentlichen das Geschehnis, was in Deutschland bestimmt wird. Und das ist für die digitale Souveränität und auch für eine Demokratie absolut gegensätzlich. Und da müssten wir regulatorisch von der EU und auch von Deutschland aus dringend dran. Das kann weder ein Unternehmen noch eine AG Kritis oder ein Konzern oder irgendeine NGO lösen. Da muss man schon wirklich regulatorisch dran und diese Gesetzgebungen, ja, die fehlen einfach oder die Durchsetzung, Rechtsdurchsetzung ist nicht vorhanden. Da müssen wir wirklich ran, um das aufzubrechen und diesen Wettbewerb, diese Souveränität wiederherzustellen. Du hast vorhin selber angesprochen, dass es oft Katastrophenereignisse geben muss, um zur Einsicht zu kommen im Prinzip, um die Relevanz des Problems zu verstehen. Und eine Sache, die in den vergangenen Monaten passiert ist, war ja zum Beispiel der Outlook-Account des Richters am Europäischen Gerichtshof, der von einem auf den anderen Tag gesperrt war. Und das hat die Ohnmächtigkeit ja auch nochmal gezeigt, wie abhängig man ist in solchen Fällen von US-Big Tech. Gab es ja jetzt auch bei Hate ID, ne? Oder Hate Aid? Hate Aid war es, genau. Da wurden ja auch die Leute jetzt sozusagen öffentlich gechast. Das zeigt nicht nur die Abhängigkeit von den Tech-Konzernen, sondern wie digital durchdringend unser Leben ist und wie dermaßen durchdringt es durch US-Tech-Konzern-Oligarchen ist. Und die kooperieren jetzt mit einem autokratischen Führungsregime, muss man schon sagen. Aber das zeigt eben, dass diese Regulatorik, um diese Konzentration aufzubrechen, halt nicht da ist und nicht wirkt. Da müssen wir dringend ran. Ja, das ist das Beste. Also, was du erwähnst, da sind die besten Beispiele, um zu sehen, wie weitreichend deren Macht eigentlich inzwischen ist. Und sie sind keine Regierung, sie sind einfach Tech-Konzerne oder Werbeindustrieunternehmen. Ja, das muss man sich mal klar machen. Also viele dieser Unternehmen verdienen primär ihr Geld durch Werbung. Das sind Werbeverkäufer. Und Werbeverkäufer bestimmen, wie ganze Nationen oder agieren oder wie Menschen regelrecht aus dem sozialen Miteinander gerissen werden und gar nicht mehr gesellschafts- und lebensfähig sind. Das ist ein falsches Signal, was nicht nur 11:55, sondern 11:45 darstellt. Jetzt haben wir über Regulatorik und Gesetzgebung gesprochen. Was ist deine Empfehlung an Unternehmen, die sich europäischer aufstellen wollen, die Risiko diversifizieren wollen, weg von US-Big Tech? Was siehst du im Alltag? Womit fängt man an? Was sind die Risiken? Wie schätzt du die Rolle von Unternehmen ein? Also erstmal muss man sich klar machen, dass man ein sogenanntes De-Risking und nicht ein Decoupling macht. Also nicht komplett von allem lösen und sagen, Autarkie ist jetzt der Maßstab, sondern wirklich ein De-Risking, also die Risiken wirklich loswerden und handhabbar machen. Das heißt, das Ziel muss sein, eine geringere Abhängigkeit an eine größere Entscheidungsfreiheit und Vielfalt. Dazu muss man verstehen, dass beispielsweise Datenschutz nichts anderes als der Schutz von Menschen hinter den Daten und Datenschutz ist damit Menschenschutz. Man muss verstehen, dass man mehr und stärkeren Wettbewerb braucht und keinen Nationalismus und dass eine Rechtsdurchsetzung gar nicht so doof ist und ganz für sich selbst kann man hingehen und sagen, erstmal brauche ich eine Transparenz und ein Lagebild für mich selbst. Ich analysiere und schreibe einfach mal unaufgeregt auf, was setzt sich alles ein, von welchen Ländern kommt es. Ja, Laptop, Handy OS, Cloud, KI, Firewall, Router, Switch, Datenbank, Applikation, was auch immer. Und dann stelle ich fest, dass ich eine hohe Konzentration von USA, Israel, China habe. Und dann kann ich eben in einer Langfriststrategie hingehen und sagen, wo könnte ich denn eine Migration oder Transformation zu beispielsweise Open-Source-Lösungen, EU-Lösungen oder was auch immer
machen. Open Source und offene Standards führen dazu, dass ich nicht in einem proprietären Vendor-Login bin. Das heißt, über diese Maßnahmen, Open Source oder offene Standards zu nutzen, kann ich auch sehr schnell wechseln. Und das schönste Beispiel dafür ist E-Mail oder Domain. Das ist öffentlich und klar definiert, wie die Standards sind. Und wenn ich mit meinem Dienstleister nicht zufrieden bin, kann ich sehr einfach zu einem anderen wechseln. Das kann ich halt bei Cloud- und KI-Diensten nicht, weil das eben keine offenen Standards sind, die da genutzt werden und auch kein Open Source oder offener Zugriff auf alles. Das heißt, ich muss dann auch gucken, was plane ich derzeit an Migration, an Transformation, an anstehenden Einkäufen, wo kann ich in Ausschreibungen vielleicht sagen, die Anforderung ist, offene Standards vorzuhalten, wo kann ich vielleicht auch die Cloud-Nativdienste oder die KI-Dienste, die jetzt direkt so angeboten werden, auf eine Ebene heben, zu sagen, ich betreibe ein eigenes KI-Modell für mich, abgeschottet in meiner Umgebung, fütter das mit meinen Daten und mit meinen Prompts und kriege auch nur meine Antworten und niemand anders kriegt die Daten. Oder eben, wie nutze ich eine Cloud so, dass ich, keine Ahnung, Docker-Container nehme und die relativ schnell auch auf eine andere Cloud umtransformieren kann und vielleicht auch 2 oder 3 im Betrieb habe und auch immer wieder hin und her wechseln kann oder das auch übe oder in der Automatisierung sicherstelle, so dass ich dann auch da flexibel und unabhängig werde. Das wäre eben auch machbar. Und am Ende brauche ich eben so ein Risiko- und Chancenmanagement. Die meisten sagen immer Risikomanagement. Tatsächlich ist die vollständige Formulierung Risiko- und Chancenmanagement, denn es hat Chancen, Risiken richtig zu verstehen, also systematische Prozesse zur Identifikation, zur Bewertung, zur Steuerung und Überwachung von allen möglichen potenziellen Ereignissen in diesem Kontext digitale Souveränität, welche halt die Ziele für mich als Organisation beeinflussen können. Und die Tech-Oligarchen können diese Ziele beeinflussen, können die Preise anheben, können diesen Vendor-Login fabrizieren. Da muss ich dann gegensteuern und sagen, nein, ich möchte offene Standards, ich möchte das flexibel gestalten. Ja, das ist ein bisschen aufwendiger, es kostet mehr, es ist nicht so vermeintlich attraktiv kurzfristig, aber langfristig und damit auch nachhaltig ist es auf jeden Fall. Und in der Problemlage wird man es erkennen und sagen, gut, dass ich es gemacht habe, oder eben dicke Backen machen und sagen, schade, hätte ich mal. Also das Ziel eines solchen Risiko- und Chancenmanagements ist es, potenzielle Gefahren zu erkennen und die Auswirkungen zu minimieren und die Chancen zu maximieren. Genau das ist es doch, was man mit einer digitalen Souveränität super erreichen kann. Wie optimistisch bist du für die nächsten 5 bis 10 Jahre, dass, wenn wir dann nochmal sprechen, du sagst, die deutsche Politik, aber auch Wirtschaft und Unternehmen, die haben sich stark entwickelt und Flexibilität erhöht und Abhängigkeit reduziert? Also für die nächsten 5 bis 10 Jahre ist schon eine ordentliche Vorhersage, die ist schwierig, aber man sieht ja, dass beispielsweise anhand des Project 2025 von der Heritage Foundation, wo man ja auf 900 PDF-Seiten hingeschrieben hat, wie man USA in eine Autokratie umbaut, eine von einem CEO geführte Unternehmensstruktur, die keine Regulatorik mehr hat, sondern nur noch eine Machtvorgabe von oben. Die haben ja in den ersten wenigen Monaten der Regierung von Trump schon 40-50%, nee, sogar, die sind inzwischen deutlich über 50% der Umsetzung ihrer Ziele. Insofern hat es ja nicht mal ein Jahr gedauert, um die Hälfte zu erreichen. In 5 bis 10 Jahren werden sie schon alles umgesetzt haben. Damit wird Amerika ein Problem haben, wenn sie nicht gegensteuern. Und der Aufschrei wird ja langsam immer lauter innerhalb von USA und auch außerhalb. Und in der EU und in Deutschland hat man inzwischen auch erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Man zögert natürlich noch. Menschen zögern immer, weil die Erfahrungswerte fehlen. So eine Situation, dass USA sich so krass verdreht und diese Tech-Oligarchen so krass inzwischen auch demütig und unterwürfig da Speichel lecken, aber auch ihre Milliardenpfründe sichern und immer radikaler gegen Gesetze verstoßen innerhalb ihrer Plattform, zeigt eben auch, dass wir reagieren immer zu spät auf sowas aufgrund der mangelnden Erfahrungswerte. Aber innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahre gehe ich schon davon aus, dass
dass einfach dieser Kipppunkt erreicht ist. Und dann wird es wie auch immer geartet, ob das in friedlich und in demokratischen Absätzen dieser Machtstrukturen oder vielleicht sogar gewaltsam durch bürgerkriegsähnliche Zustände und Interventionen, wird sich da was verändern, denn nichts, und das zeigt die Vergangenheit immer, nichts ist in Stein gemeißelt und für immer. Auch diese Veränderung kann jeden Tag angegangen werden oder sich drehen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die EU und Deutschland, aber auch USA handeln und agieren wird. Es steht ja durchaus auch das Risiko eines Kriegs in Europa oder auch mit Beteiligung der NATO nochmal im Raum. Wir haben ja schon einen Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine. Viele andere Szenarien passieren ja gerade, die absolut nicht mehr völkerrechtlich vertretbar sind, aus Israel, aus USA, aus Russland, aus China. Da wird es auf jeden Fall Wandel geben und es wird sicherlich auch Verschlechterung geben und auch viele Opferkosten, aber es wird auch wieder in die richtige Richtung gehen, denn auch diese gruseligen Ereignisse sind Wachrüttler und Korrektive, die man zwar früher hätte angehen können, aber leider manchmal erst zu spät angeht, aber sie werden wirken. Und das ist die Hoffnung, die ich sehe und auch habe. Gerade mit deiner Aktivität bei LinkedIn, und die Frage muss ich dir stellen als Marketer, bist du ja auch jemand, der wachrüttelt, inzwischen ziemlich wirksam und erfolgreich. Ich glaube, 25.000 Leute folgen dir bei LinkedIn, du bist ziemlich aktiv. Wie kam es dazu, dass du bei LinkedIn aktiv wurdest? Wie ist die Rückmeldung? Nimm uns da doch immer mit. Also ich bin sehr spät bei Twitter eingestiegen und als Musk kam, habe ich auch eine Weile mit mir gehadert und habe dann gesagt, okay, nachdem das so radikal und menschenverachtend wurde, ich kündige meinen Account und habe den geschlossen, kann ich nur empfehlen, tut gut und habe dann bei Mastodon, bei Blue Sky, bei Xing bin ich immer noch und bei LinkedIn eben gesagt, okay, dann mache ich das jetzt nicht mehr bei Twitter, sondern eben auf diesen 4 Kanälen. Und alles, was ich poste ich auf allen 4 Kanälen und diskutiere mit den Leuten, bekomme viel Input, Rückmeldung und Austausch. Und zwar auf einer Ebene, die wertschätzend und vernünftig ist und wo man auch klar miteinander reden kann. Insofern habe ich auf allen 4 Plattformen durchaus höhere Zahlen, aber nicht jetzt dramatisch. Aber ich habe halt viel Austausch und ich mag den auch. Ich kommuniziere die Dinge klar, wie ich sie sehe. Und das führt halt dazu, dass viele Leute eben auch sagen, mit dem will ich in Austausch kommen. Durch die öffentlichen Auftritte kommt natürlich auch immer wieder ein, aha, den habe ich bei ARD oder ZDF oder wo auch immer gesehen und jetzt will ich mit dem auch mal dem folgen. Das passiert natürlich über solche Szenarien auch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt gezielt darauf hinarbeite und mir irgendwelche Kampagnen überlege oder überlege, wie kann ich jetzt das möglichst genau so schreiben, dass das triggert oder so ein Quatsch. Ich schreib's und schreib's halt auf allen 4 Plattformen identisch. Da sieht man dann eben auch manchmal, dass es auf 3 Plattformen überhaupt keinen interessiert und auf einer Plattform alle reagieren. Und es ist wirklich egal, ob es dann LinkedIn oder Mastodon oder Blue Sky oder so ist. Durch die Reaktion und die Vielfalt der Plattformen habe ich halt immer Feedback, immer neue Sichtweisen und einen Austausch und auch ein weitestgehend demokratisches Miteinander. Kritik ist angemessen und okay, aber ich erlebe natürlich auch, teilweise bei LinkedIn oder auch auf den anderen Plattformen, aber da deutlich weniger, dass Rechtsdenkende und Radikale oder auch AfD-Jünger sehr populistisch ihre patriarchalen Transgender oder auch frauenfeindlichen oder sonst wie Diffamierung darunter setzen. Darauf reagiere ich gar nicht erst. Oder wenn es mal Leute sind, die ich kenne oder mit denen ich ein bisschen Austausch habe, dann schreibe ich die auch mal privat an und sage, sag mal, diese Einordnung, ne, wollen wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken und spreche dann auch unaufgeregt an, was ich da nicht akzeptabel finde in der Formulierung.
Und da kommt sehr, sehr oft dann auch zurück, oh, so habe ich es gar nicht gemeint. Oh Gott, das kommt ja total frauenfeindlich rüber oder was auch immer. Ich habe den Post gelöscht oder geändert. Danke für den Hinweis. Also ein unaufgeregtes und bilaterales Miteinander führt auch zu viel positiver Selbstreflexion und Korrektur. Ich schreibe es halt nicht direkt runter, du frauenfeindlicher Arsch. Und ich meine, bei manchen Affen schreibe ich auch drunter, weißt du was, geh mal in die frische Luft oder lösch dich aus dem Netz. Da ist ja wirklich Hopfen und Malz verloren. Aber die versuchen ja auch ganz bewusst diese aggressive Triggerung an den Tag zu legen. Da habe ich dann kein Verständnis mehr für. Und das bin ich und so bin ich. Ich bin so authentisch, wie ich bin. Das kann man mögen oder hassen. Die einen blocken mich und sagen, der ist doof. Die anderen folgen mir. Ich versuche halt diese Dinge voranzutreiben und meistens ist die Kritik eher positiv, ja. Super, dass es eine Austauschkultur gibt und es nur kleine Ausnahmen gibt. Welcher Austausch, Aufmerksamkeit für das Thema, die du vorantreibst und dann eine Einsicht, Risiko verstehen, planen machen, Flexibilität schaffen. Das macht absolut Sinn. Letzte Frage, um das Thema abzuschließen. Selbst in unserer Aufnahme hier steht Manuel Honkhase Attuk. Wer ist Honkhase? Wie kam es dazu? Ja, ich habe das in der Wikipedia und auch, obwohl da ist es aktuell, glaube ich, sogar nicht verlinkt, aber auch im Autorenprofil der AG Kritis mal verlinkt. Ich habe das vor vielen Jahren mal im CCC Köln, wo ich bin, im Wiki eingetragen und erklärt. Ich bin in den 90ern in die Uni und wollte dieses IRC, Internet Relay Chat, nutzen, weil damit kann man ja mit der ganzen Welt sich unterhalten. Total irre, gab es damals nicht. Und dann bin ich halt da rein, hatte so alte Windows NT-Rechner, die damals natürlich flammneu waren, habe das Tool gesucht für IRC und es war unter Windows NT das MIRC, M-I-R-C. Das habe ich gestartet und es hat dann gesagt, hallo, wie ist dein Name? Ich gesagt, mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Hab Hase eingegeben und bin dann in verschiedenen Chat-Kanälen gewesen, habe mich international ausgetauscht, wurde dann auch Admin in manchen der Kanäle und der Admin ist immer an den Namen gekoppelt. Also Name dieser, dann Passwort eingeben und dann durfte ich eben auch den Channel moderieren. Und mit der Zeit kamen dann halt immer mehr Leute ins Internet und dann kam halt irgendwie Möb schon vergeben. Also gut, dann Unterstrich Hase, 123 Hase, Hase 123. Irgendwie hat's immer geklappt. Dann habe ich den Trigger gehabt, sobald Hase frei übernehmen, dann kann ich moderieren. Das wurde dann immer mehr und immer schwieriger und an dem einen Tag habe ich dann, ich weiß nicht wie oft, 12 Mal irgendwas mit Hase eingegeben. Es kam immer Möb, schon vergeben. Da habe ich mich über die ganzen Honks im Internet aufgeregt und habe Honkhase eingegeben. Hat funktioniert. Und das habe ich dann in den Channeln erklärt und die haben sich alle totgelacht und meinte, okay, ist echt ein beknackter Name, aber never mind. Und übrigens, wir haben dir mal die Adminrechte darauf umgestellt, weil wir immer ewig auf dich warten, bis du mal Admin machen kannst. Mit dem Namen kannst du es ja dann direkt tun, weil du immer reinkommst mit dem bescheuerten Namen, den will ja keiner. Und dann war halt die Administration daran gekoppelt und dann hört man auch auf, irgendwas anderes zu nutzen. Und dann merkt man als Nebeneffekt, wenn man sich ein Twitter-Konto oder was auch immer klicken will, die Domain honkase.de war halt auch frei und so weiter. Ja, dann bin ich halt dran kleben geblieben und 2022 habe ich dann mal das kommunale Fachverfahren für den Antrag im Personalausweis durchgespielt, einen Künstlernamen eingetragen zu kriegen und seit 22 steht er jetzt eben auch im Personalausweis für immer drin. Ich werde ihn nicht mehr los, ja. Ich bin froh, dass ich das mit meinen ersten Usernamen nicht gemacht habe. Ja, das war auch nicht mein erster Username. Ich hatte auch andere und denk so, die zum Glück nicht. Aber ja, der ist natürlich auch beknackt und bescheuert, aber irgendwie hänge ich dran und es hängt auch an mir und insofern, ja, habe ich mich damit nicht nur abgefunden, sondern auch etabliert. Super. Vielen Dank, Manuel, für deine Zeit. Gerne. Danke für die Einladung.